Jetzt schauen mir alle zu. Jetzt erwartet ihr etwas von mir, ist das eigentlich schon? Okay. Dann fange ich mal an. Mit etwa 17 habe ich angefangen zu merken, dass im Leben gewisse Sachen nicht stimmen. Zum Beispiel in der Beziehung, wo ich drin war, hatte ich so krasse Einsamkeitsmomente. Ein Moment, wo ich angefangen einfach zu brüllen aus dem Nichts raus. Das konnte ich mir nicht erklären. Das sind so die gewissen Indizien, wo ich gemerkt habe, okay, irgendwie vielleicht bin ich gleich nicht ganz so cool unterwegs, wie ich mir das eigentlich vorgestellt habe. Das Gefühl, ich verliere alles. Notaufnahme im Inselspital. Immer mehr Ärzte sind schlussendlich ums Bett gestanden, bis der Chefarzt vom Inselspital in meinem Bett gestanden ist und gesagt: Herr Brändli, ich weiss nicht, was mit Ihnen los ist. Ich weiss nicht, was wir machen können. Nachdem ich reisen bin, nachdem ich Studentenzeit hatte, nachdem ich meine Drogenerfahrungen gemacht habe, habe ich mich angefangen, dem zu widmen. Ich habe angefangen zu lesen, den Urschrei von Arthur Janov zum Beispiel, Primärtherapie, habe mich dem gewidmet. Die ganze körperorientierte Psychotherapie. Albert Rossi, grundsätzlich alles, was mit systemischer Zusammenhang zu tun hat. Ich hatte dann am Thunersee ein Atelier, ein sehr spaciger Ort. Ich bin hergelegen. An dem Boden war ein Industriegebäude, nur ich in diesem Raum rein und anfangen reinschnaufen. Und schnaufen und schnaufen. Und habe dann angefangen, Sachen entdecken in mir drin. Angefangen, Gefühle wieder entdecken, überhaupt wieder so richtig. Angefangen fühlen, Schmerz fühlen von vergangenen Zeiten. Bei diesen Sachen auf die Spur kommen, eben meine Panikattacken. Woher kommt das? Ein wichtiges Erlebnis war zum Beispiel, ich bin schier vertrunken als einjähriges Kind im heimischen Swimmingpool. Ich bin dort in den Swimmingpool gefallen. Mein Bruder war dabei, zum Glück, und hat dann meine Mutter alarmiert. Ich wusste, es war so ein schönes Erlebnis. Es ist einfach das schöne Erlebnis, wo ich sinke ins Wasser rein, oben mir ins Licht und ich vertrinke. Wunderbar. Als ich aber angefangen habe, mich mit dem wirklich zu widmen, habe ich gemerkt, fuck, es war überhaupt nichts Geiles daran. In meinem späteren Leben, als junger Erwachsener insbesondere, immer mal so die Gratwanderung gemacht habe zwischen Leben und Tod. Mein Unterbewusstsein hat mich immer wieder an das Erlebnis hergeführt, an das Vertrinkerlebnis, immer wieder in Situationen hineingeraten, die mich näher an den Tod gebracht haben. Bis ich es checke, fuck man, da ist noch etwas da, was ich zum Verarbeiten habe. Und das Husten und im Hals das schier Versticken dran, bin ich wieder durch diese Gefühle durchgegangen. Was noch heftiger war für mich schlussendlich, waren die Umstände. Also, warum gehe ich da in den Swimmingpool rein? Warum ist niemand da, um mich zu retten? Warum ist mein Vater überhaupt nicht da? Und das hat mich dann darauf gebracht, okay, so etwas wie etwas Objektives, Schlimmes gibt es eigentlich gar nicht. Sondern schlussendlich ist es eigentlich meine subjektive Erfahrung und was ich daraus mache, wie ich damit umgehe. Weiche ich dem aus, verdränge es einfach und schaue, okay, ich komme zwar immer wieder in Muster rein, die dem ähnlich sind, aber ich will das eigentlich nicht anschauen, sondern ich projiziere es auf außen. Statt es wirklich zu mir zu nehmen und zu sagen, okay, fuck, aber das muss ja etwas mit mir ganz persönlich zu tun haben. Konfrontiere es und schaffe es, etwas daraus zu gewinnen aus dem Ereignis. Mich dem gewidmet und ich habe mich sehr intensiv, manchmal sehr extrem meiner Vergangenheit gewidmet, meinem Unterbewusstsein, meinen Mustern, meinem Prozess gewidmet, dass ich manchmal das Gefühl habe, ich mache gar nicht mehr anders, ich mache nur noch das. Bis ich schlussendlich dann angefangen habe, Leute zu begleiten in diesem Prozess, wo ich von meinem eigenen Prozess angefangen habe, das weiterzugeben, Leute zu begleiten. Mit der Vision für was wir heute machen mit der Academy of Feelings. Das ist, finde ich, schlussendlich die Königsdisziplin, fühlen von fühlen unterscheiden. Weil auch ein Drama fühlt sich mega real an. Es ist nicht wirklich real, aber es fühlt sich mega real an in dem Moment. Ich glaube, das kennen wir alle, wenn man so völlig im Scheiß ist und irgendwie nur noch den Tunnelblick hat. Und das fühlt sich in dem Moment auch mega real an. Aber wenn man mal so wie Abstand hat von dem, wir sagen dem, es ist sekundäres Fühlen. Das sekundäre Gefühl steht symbolisch über dem primären Gefühl der Erfahrung. Es braucht ein bisschen Übung, um das in dem Moment, im Drama-Moment unterscheiden. Fuck, okay, das ist irgendwie ein Drama. Der Frage
nachher nachzugehen, okay, was geht es wirklich, hilft wirklich eben einliegen, reinschnaufen. Es ist auch etwas, das wirklich sehr akut helfen kann. Aber die Idee ist natürlich, dass es einen langfristigen Prozess schlussendlich daraus gibt, der tiefgründige, strukturelle Veränderungen im menschlichen Inneren anstoßen kann. Es geht nicht um irgendwelche spirituellen Erleuchtungen, es geht um mega Basics vom Leben. Es geht eben zum Beispiel Ruhe und Aktivität. Es ist so fucking simpel. Gemäss unserem natürlichen Sein bräuchten wir viel regelmäßiger Pausen, als wir das wirklich machen in unserem Alltag. Und das sind Ruhephasen, wo wir eigentlich einschalten, wo der Körper sich regenerieren kann, wo wir oben runterfahren können, Sachen verarbeiten, die wir erlebt haben und so weiter. Und wenn wir die Ruhephasen übergehen, dann begünstigt das die Anfälligkeit für eben so Dramazustände. Und wenn ich regelmäßig Pause mache, mal einfach mal Pause machen, bevor ich irgendwie ins Handeln gehe. Und schlussendlich ist es schon mein eigener Prozess, der sehr stark in das hineinfließt, wo wir heute weitergehen mit dem iConnect. Sagen wir immer, ja, Drogen bist du. Wir können dir schon einen Haufen mitgeben und zeigen, aber machen musst du es schlussendlich selber. Also wir können dir wie die Tür zeigen, aber du musst selber durchgehen. iConnect ist eine Methode, es hat ein Toolset dabei, es hat sehr viel Background dazu. Aber schlussendlich heisst iConnect einfach, ich verbinde mich, heisst, ich weiche nicht aus. Dass mein Körper übernehmen kann, auch ein grosser Teil von meinem Unterbewusstsein kann mehr ins Spiel hineinkommen, vom Kopf ins Fühlen kommen und daraus mega viel schöpfen. Für meinen Alltag, für mein Leben, für meine Beziehungen, für meine Arbeitssituation, für mich persönlich, für meine Verfassung. Wie ist mein Selbstvertrauen? Bin ich glücklich oder nicht? Spüre ich mich gut oder nicht? Wieder mal oben runterkommen, wieder mal das Vogelzwitschern hören. Ganz banale Sachen, aber halt auch ganz tiefgreifende hinliegen. Und ich löse ein Problem dieser Welt. Weil die Probleme dieser Welt sind schlussendlich meine Probleme. Also die Probleme, die ich mit der Welt habe, die ich sehe im Aussen, haben ja mega viel mit mir selber zu tun. Und statt sie versuchen, im Aussen zu lösen, irgendwo das mega zu mir in die Verantwortung nehmen. Tiere haben kein Problem mit Ausruhen oder die sind nicht die ganze Zeit gestresst und kommen zu wenig Schlaf über. Die haben kein Problem mit nicht ausweichen. Was ist denn los, Mann? Der Connected Lifestyle. Wir verbinden so immer wie möglich mit dem Leben, mit mir selber, mit meinen Mitmenschen. Das ist eine mega Erfahrungssache. Also Academy of Feelings. Gefühl ist nicht etwas, das ich einfach verstehen kann und denke, ah ja, genau, das ist es. Das kann ich nicht an einer Schule lernen und dann, okay, ja, genau, das ist Fühlen, ja, richtig, genau, jetzt weiss ich es. Sondern Fühlen wiederentdecken als erwachsener Mensch. Darum bieten wir nicht einfach Workshops an, sondern Erfahrungsräume, Partys oder Kunstevents oder Konzerte, die aber verbunden sind mit dieser ganz tiefgreifenden Arbeit, die wir machen. Das kann man bei uns erfahren. Man kann einmal zu uns kommen, an ein Event, an eine geile Party und man kann schon etwas von dem mitnehmen. Man kann tiefer gehen, wenn man es wirklich wissen will. Man kann voll in die Suppe steigen, voll in die Konfrontation rein. Das, was wir weitergeben, der Lifestyle, ist etwas, das du in deinen Alltag integrieren kannst. So viel, wie du willst davon, natürlich. Koffer voll Tools, mich entfalten, mich völlig alles in mir zu entdecken, mein ganzes Potenzial entfesseln, den ganzen Scheiß auch in mir anzunehmen. Das, was ich nicht so gerne habe an mir, auch das integrieren ins Leben. Wirklich ganz sein. Mit allem, was mich ausmacht, mit allem, was ich bin. Wie solange ich einen Teil von mir muss verstecken oder ausklammern oder den Teil weg haben, sondern es geht darum, dass wirklich mit dem sein, mit all dem, was ich erlebt habe, mit all dem, was ist, nicht mehr verdrängen müssen, sondern mit dem da sein. Das gibt mir mega viele Ressourcen zurück. Es geht darum, wirklich auch die Pole vom Menschsein integrieren. Ja, ist es gut oder böse, was ich mache? Ich kann immer hin und her springen und es ist ein ewiges Spiel. Das Fühlen bringt mich aus dieser Dualität raus. Sagt man, Fühlen ist auch das primäre Fühlen, wieder mal wirklich volle Wut, volle Trauer, volle Angst, das wirklich ganz erleben können, dass das Fühlen wirklich das aufsäbelt, die Dualität. Um das aufzulösen, können ins Fühlen kommen, wie aus dem Kopfkino raus, mal wieder einfach zurück ins Fühlen, im Körper. Fühlen hilft mir mega dabei, mich zu entscheiden und dann all die 1000 Entscheidungen, wo ich noch das Gefühl habe, das muss ich noch machen und das muss ich machen und das muss ich noch machen, fällt weg. Ich habe gefühlt, ich bin bei mir. Und je mehr ich mich mit dem Fühlen beschäftige, je mehr ich
das Fühlen in meinem Alltag integrieren, desto einfacher fällt mir das halt auch langfristig. Ja, connected bin mit mir selber. Okay.